seit Jahrhunderten bewährt, seit Leonardo da Vinci. Technische Zeichnung in 2D war die abstrakte Darstellung. Das heißt, man schaut einen Gegenstand, als Beispiel diesen Becher, von oben an, das nennt man Grundriss, von vorne an, das nennt man Aufriss und von der Seite an, das nennt man Seitenriss. Und mit diesen 3 Darstellungen kann man den Gegenstand bildlich auf Papier bringen. Also das Technische Büro Schatz ist eben spezialisiert auf Rohrleitungsbau und Anlagenbau. Und wir können in diesem Bereich alles anbieten, was Berechnung, Planung, Ausführungsbetreuung, Baustellenüberwachung betrifft. Meine Grundausbildung war eigentlich eine praktische. Das hat mir damals halt nicht so richtig gepasst. Ich bin sofort also eigentlich in ein Ingenieurbüro eingestiegen, habe dort als technischer Zeichner, als kleiner Planer begonnen. Damals hatten wir ausschließlich technische Zeichnungen auf Reißbrettern zu konstruieren. Das heißt also, wir haben ein Blatt Bier aufgespannt, wir haben dort mit Bleistift gezeichnet, dann haben wir das in Tusche nachgezeichnet. Und dieses Transparent ist dann vervielfältigt worden und nach dem ist gebaut worden. Im Jahr 1990 hat sich meine Mama entschlossen, das Technische Büro zu gründen. Für mich war damit ein Berufswechsel verbunden. Aber es hat gut gepasst, dass ich gleich mit einsteigen habe können. Start war in einem kleinen Geschäftslokal im Haus der Familie Oberhumer. So haben wir begonnen zu zweit. Aber es hat sich ganz schnell herausgestellt, wir brauchen einen weiteren Techniker. Ein Teil der Arbeit ist auf Reißbrett gemacht worden, ein Teil der Arbeit im Computer. Ja. Auch die erste wirklich große Anlage, die wir begonnen haben zu planen, eine Curex-Anlage in Korea, in Südkorea. Da habe ich meine ersten Skizzen für große Rohrleitungen, Prozessgasleitungen auf Papier handgezeichnet. Und auf dieser Basis ist also dieses Kunststoffmodell entstanden. Und dieses Kunststoffmodell bildete diese gesamte Anlage ab. Gleich darauf größere Aufträge, größere Projekte. Mehr Mitarbeiter haben aber nicht Platz gehabt in unserem kleinen Büro. In der Zwischenzeit hat sich für uns auch die Möglichkeit ergeben, dass wir das Haus Oberhumer kaufen. Und haben dann 1,5 Jahre renoviert daran. Aber es hat sich relativ rasch gezeigt, wir wachsen und wachsen. Ja, und so haben wir dann auch den ersten Stock adaptiert. Also wir haben dann ein wunderschönes Büro eingerichtet. Ein Jahr später großes Hochwasser. Wir haben die ganze EDV in den ersten Stock und auf den Dachboden geräumt. Wir haben die ganzen schriftlichen Unterlagen, wir haben die Möbel aufgebockt. Und am Schluss ist uns nichts anderes übrig geblieben, als wie aus sicherer Entfernung zuzuschauen, wie das Haus geflutet worden ist. Aber der Betrieb war nach einer Woche wieder intakt. Der Server und alle Workstations, alle Computer waren wieder in Betrieb und wir haben wieder produziert. Wir haben damals noch mit 3D, hat es eigentlich damals noch gar nicht gegeben so richtig. Wir haben noch mit 2D geplant, wie ich hergekommen bin. Und hier war wieder ein Meilenstein in der Umsetzung gegeben. Es war nicht mehr notwendig, den Gegenstand vollkommen im Kopf vorher abzubilden, sondern man konnte auch schon mit der Umsetzung spielen. Das heißt, ein solcher Gegenstand ist konstruiert worden wie in Wirklichkeit. Die Darstellung war dann der Körper gedreht, gewendet, von allen Seiten betrachtet. Der kreative Prozess ist wesentlich intensiviert worden dadurch. Und wie man das auf Papier bringt, war eine Nebenerscheinung und ein Nebenprodukt der gesamten Arbeit. War natürlich am Anfang auch sehr schwer. Mit der Einführung der Software BDMS haben wir einen Auftrag der Siemens VI bekommen für die Planung einer Wasseraufbereitung und für die Medienversorgung einer kompletten Stranggussanlage in Brasilien. Wir haben dort in dieser Anlage von der großen Wasserleitung
mit 1,20 m Durchmesser bis zur kleinen Fettleitung mit 5 mm, alles digital geplant. Jetzt haben wir auf einen Status gekommen, den man mit AutoCAD nie so machen könnte. Ja. Wir hatten in diesen Jahren auch die Chance, gemeinsam mit der Firma Zauner einzusteigen in einen Bereich Kraftwerkstechnik. Und da hat es sich halt herausgestellt, dass man, ja, dadurch, dass wir das jetzt schon ein paar Jahre machen, es zahlt sich aus, dass wir da, ich sage jetzt einmal, eine eigene Abteilung machen und sich auf die spezialisieren. Hello Melvin. Okay, I sent you some remarks for the mold. 2011 haben wir Kontakt zu einem philippinischen technischen Büro aufgenommen und haben uns dann gewünscht, dass ein Mitarbeiter dieses Büros zu uns kommt zu Einschulungszwecken. Wir haben wirklich so viel Spaß gehabt mit ihm und auf unsere Frage, was er am liebsten sehen würde, haben wir als Antwort bekommen Schnee. What's your first impression of the flight? Really, you feel like you're flying. Und dieser Mitarbeiter, der uns sehr, sehr verpflichtet ist, Melvin Codeniera, der ist dann nach 3 Monaten zurückgegangen und ist seitdem, ja, über 4 Jahre, eigentlich der Drehpunkt, um den sich alles dreht. Also es wird praktisch täglich mit denen kommuniziert. Es war am Anfang natürlich schwierig und ungewohnt, Englisch immer zum Reden, weil man ist ja nicht so gewöhnt. Es werden praktisch die Bildschirme ausgetauscht, man kann wirklich über dieselben Sachen reden. Und sie sind wie unsere eigenen Mitarbeiter, nur sind sie 10.000 Kilometer entfernt. Also eines der wichtigsten Dinge, die man machen sollte, wenn man eine Firma schon über 20 Jahre führt, ist wirklich, dass man sich überlegt, wie kann man dieses Ganze, diesen losen Verbund, der im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert, wie kann man das wirklich über Generationen hinweg erhalten. Und Bernhard ist ja in der HTL in Weidhofen ausgebildet, ist dann 5 Jahre bei uns in der Firma gewesen, hat mitgelernt. Aber natürlich sagte er selber, ich muss mehr sehen, ich muss mehr wissen. Und er konnte sich zu diesem Zeitpunkt sicher auch nicht vorstellen, dass er die Firma übernimmt. Ich sehe das, dass der Bernhard wieder in die Firma eingestiegen ist eingestiegen ist, als großen Glücksfall. Meine Eltern, also ich denke, dass die das wirklich sehr, sehr gut betrieben haben. Was ich trotzdem in Zukunft weiterführen möchte, ist, dass es doch eine gewisse Durchmischung gibt an Jung und Alt. Wir sind ein kleines, feines, eingespieltes Team und jeder hat seine Fähigkeiten. Das technische Verständnis auf alle Fälle braucht man. Ich finde räumliches Denken wichtig. Ein bisschen künstlerische Ader schadet nicht in dem Sinn, dass man vielleicht manchmal um die Ecke denken kann. Eines der letzten und auch wirklich prestigeträchtigen Projekte war der Umbau der Hochöfen 5 und 6 der Voestalpine in Linz. Wie läuft das ab? Ja, zuerst einmal, nachdem man einen Auftrag bekommen hat, ist meistens einmal ein Startgespräch notwendig. Dann die ganze Arbeit einmal strukturieren, aufteilen auf die einzelnen Leute, wer was vorarbeiten kann. Also wir haben angefangen, da sind wir dann einmal Besprechung und dann zum Hochofen selber gefahren. Ja, dann fängt die eigentliche Planungsarbeit an. Danach haben wir begonnen, dass wir Schritt für Schritt ein System nach dem anderen einplanen. Dann nach einer gewissen Zeit gibt es Reviews mit dem Kunden, wo man das Ganze am 3D-Modell dann durchbespricht. Und wenn das alles abgestimmt ist, dann wird die Dokumentation erstellt. Und meistens ist es dann natürlich so, dass es Änderungen gibt. Also es ist nicht immer Schublade, immer das gleiche Projekt, jedes Mal anders, auch wenn es ein ähnliches Projekt ist, es sind immer neue Lösungen zu finden. Ich denke, das funktioniert bei uns relativ gut, dass die Leute innerhalb sehr kurzer Zeit selbstständig werden. Wenn man ein neuer Einsteiger ist und man wird hingesetzt und sagt, so macht es und steht dann auch, man lässt einen anstehen, sagen wir jetzt einmal, ist das ganz was anderes, als wenn einer sagt, so komm, das machen wir jetzt und das geht so und so und so. Also wir halten alle zusammen und wir helfen auch zusammen. Ne?
Das ist auch ein Grund, warum ich wahrscheinlich schon 16 Jahre in der Firma bin, glaube ich. Das Arbeitsklima würde ich als sehr gut finden. Und es wird immer zusammengearbeitet und das ist das, was eigentlich bei uns ausmacht. Sicher, mit den anderen Gruppen kommt man weniger in Berührung dann schon. Also ich glaube, wenn man jetzt mehrere Teams hat, da kann man natürlich sicher Firmen so intern Möglichkeiten wiederfinden, dort die Zusammengehörigkeit oder dass man einfach mit den Leuten mehr zum Tun hat, das fördert. Ja. Bei den Betriebsausflügen versuche ich immer so ein Jahr eher was Sportliches, eine Wanderung oder einmal waren wir Sommerrodeln und in einem Hochseilgarten. Wobei ich draufgekommen bin, das sind nicht die Lieblingsausflüge unserer Mitarbeiter. Es ist zwar lustig immer, aber sie sind froh, wenn dann wieder das Jahr drauf eine Kulturreise ansteht. Oder wenn wir sich diesen Charakter da beibehalten, dann können wir weiter bestehen. Es wird natürlich nicht leichter. Also was man merkt, ist, dass die Kunden immer mehr an Detailgenauigkeiten einfordern. Sieht man auch nachher dann auf der Baustelle, wenn man dann Baustellenbilder macht vom tatsächlich Gebauten und wenn man sich das 3D-Modell anschaut, das wir da im Büro kreiert haben, dann kann man wirklich sagen, das ist fast schon 1:1. Ich denke auch, dass die Abwicklungsarbeit und das Zusammenarbeiten mit dem Kunden ein wichtiger Punkt ist und dass das eine unserer Stärken ist. Den Schritt, was wir vielleicht teilweise voraus sind, den sollte man auch beibehalten. Das ist auch das, was mir da taugt, dass wir nicht mehr stehen bleiben, sondern dass wir neue Sachen machen und dass das nicht fad wird. Wenn ich auf die 25 Jahre Geschichte der Firma Schatz oder des technischen Büros Schatz zurückschaue, dann kommt mir als erstes der Gedanke, wie wir angefangen haben, hätte ich nicht geahnt oder geglaubt, welche Entwicklung die Firma nehmen wird. Ich wollte einfach selbstständig sein, ich wollte meine eigenen Ideen umsetzen. Ich habe nicht vorrangig daran gedacht, Mitarbeiter zu beschäftigen oder viele Mitarbeiter zu beschäftigen, sondern ich wollte einfach einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das war ursächlich der Grund für die Unternehmensgründung. Mein Vater hat das über mir mal so schön gesagt, das fällt mir gerade ein. Ich habe zwar viele Ideen, man kann vielleicht 7 oder 8 von 10 meiner Ideen wegschmeißen, weil sie einfach nicht so gut sind, aber es bleiben dann trotzdem nur 2 oder 3 gute Ideen über. Und das ist auf jeden Fall besser, wenn man gar keine Ideen hat und nicht kreativ oder innovativ ist. Und ja, also ich glaube, unter dem Motto möchte ich das auch so fortsetzen.